BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Fußballer am Flughafen, Mitte Juni. Mannschaftsfahrt gen Süden, was auch sonst. So auch die U17 von Borussia Dortmund und doch mit ganz anderem Ziel. München statt Malle. Abschließender Höhepunkt einer langen Saison. Die letzte Reise, das letzte Spiel, die letzte Entscheidung, das Finale um die deutsche B-Juniorenmeisterschaft. Ja, dann darf man es nur einmal sagen. Wir haben den Anspruch, auch jedes Spiel zu gewinnen und trotzdem ist es ein absolutes 50-50-Spiel. Ich glaube, Bayern ist eine hervorragende Mannschaft mit tollen Spielern. Die haben wir aber auch und am Ende, glaube ich, mit dem nötigen Spielglück, wenn wir gut reinkommen, uns gut vorbereiten, wovon ich fest von überzeugt bin, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Im Flieger zum Auswärtsspiel. Ein Finale um die deutsche Meisterschaft. Landesweit mediale Aufmerksamkeit. Sportliches Neuland für die Jungs in Schwarz-Gelb. Aber auch ihren Trainer Sebastian Gebhardt. Ja, ich sage immer, am Ende geht es nicht um mich, aber ich versuche natürlich auch, mich da auch gut vorzubereiten. Für mich ist natürlich auch ein Highlight. Das ist mein erstes Finale als Cheftrainer. Ich versuche es auch zu genießen, so im Hier und Jetzt zu leben, jetzt nicht immer als höher, schneller weiter zu streben, mal gucken, was übermorgen oder in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten passiert, sondern mich da auch total zu fokussieren und einfach morgen aufzustehen und einfach irgendwie meinen Job am besten möglich zu machen. So bin ich bis jetzt gut gefahren und das versuche ich der Mannschaft dann zu übertragen, dass die auch morgen aufstehen und sagen, pass auf, heute ist mein Tag und heute werde ich allen zeigen, dass ich ein besserer Fußballer bin und dann heute das besser abrufen kann als mein Gegenspieler. Der Trainer hat immer so gesagt, dass wir so mit Respekt untereinander so gehen sollen und das haben wir auch so geschafft. Anfang der Saison war nicht so, aber dann am Ende und wie wir so halt Fußball spielen zusammen, dann sind wir so unschlagbar, wenn wir so halt zusammen und jeder kämpft so für den anderen und jeder läuft so einen Meter mehr für den anderen, dann gewinnen wir jedes Spiel. Weil wir alle, nicht alle 11, aber alle 28 Leute oder so mit Herz spielen. Alle mit Herz. Und die geben alles für die Mannschaft, alle. Nur, nicht eine, aber alle. Sebastian Gebhardt, liebevoll nur Geppi genannt, hat eine außergewöhnliche Mannschaft geformt. Auf und neben dem Spielfeld. Die junge Truppe gewinnt souverän die Bundesliga West mit 9 Punkten und 32 Toren mehr als Verfolger Leverkusen. Hier in München soll die herausragende Spielzeit jetzt gekrönt werden und das Objekt der Begierde wartet schon. Ja, ganz besonders schön, auch dieses Jahr dann eben im Finale zu stehen. Wir haben es gerade gesagt, letztes Jahr ein tolles Spiel mit der U19
vor 34.000 Zuschauern bei uns im Stadion. Ich glaube, am Ende wurden 18 Elfmeter geschossen. Ja, das schreit natürlich so ein bisschen nach Revanche, aber bitte um Verständnis, dass auch wir gekommen sind, um das Spiel morgen zu gewinnen. Ich glaube, die Stimmung ist richtig gut, jetzt gerade nach dem Bankett und jetzt gerade auch nach unserer Besprechung. Dass alle schon fröhlich sind, dass sie schon bei der Sache sind, aber auch. Und am Ende glaube ich schon, dass wir morgen auf den Punkt fokussiert sind. Männer, gehen wir raus? Heute Morgen beim Aufstehen, ich habe es kaum realisiert, so ja, ich bin heute das deutsche Meisterschaftsfinale. War aufgeregt, nervös, aber mehr Freude da, um den Leuten zu zeigen, was für ein geiles Team wir sind. Die Nervosität war okay, aber das Gefühl war klar anders als normal. Alles war richtig perfektioniert, alles war geil. Gut geschlafen. Ja, gut geschlafen. Eine Woche nicht geschlafen, aber die letzte Tag hatte ich gut geschlafen. Man hat halt schnell so das Gefühl, jetzt sind wir schon lange da und lass uns raus und dann noch länger. Mach ich sofort. Warte, komm hier, Nick. Komm her, Mert? Hier nicht in der Abseitszone auf. Ala oder Maltes, wir mit einer flachen 4 öffnen, dadurch haben wir immer mindestens eine 5 gegen 3 Situation mit Domme hinten. Ja, grundsätzlich bin ich schon auch eher ein ruhiger Typ, dass ich schon versuche, den auch Ruhe zu vermitteln, weil ich glaube, auch mit Ruhe und Freude kann man halt viel mehr die Leistung abrufen, die wir brauchen. Und ja, ich versuche dann halt so aus meinem Bauchgefühl, aus meinem Fingerspitzengefühl zu gucken, was die Jungs jetzt brauchen. Brauchen sie einen Arschtritt oder brauchen sie jetzt doch irgendwie einfach den Impuls, ein bisschen lockerer zu werden und ihnen dann einfach ein bisschen Spaß und die Freude am Gewinnen einfach mitzuteilen und auch zu vermitteln. Also man merkt das auch auf dem Platz, aber auch in der Kabine und neben dem Platz, dass wir
mehr kein Team, sondern Familie sind schon. Und das gibt uns halt auch immer Rückhalt und stärkt uns halt zusammen auf dem Platz auch. Wie geil ist es, dass wir hier sind, dass wir gepackt haben, hier jetzt mit Titel zu spielen. Das war ein brutales Aufwand. Ich glaube, das war das beste Aufwand, das wir hatten. Genau das brauchen wir. Das beste Spiel packen. Wir packen das mal. Wir glauben daran. Glaubt an unseren Plan. Glaubt an eure Stärken. Tut das für alle. Wir brauchen es nicht. Was wir halt 10 Minuten spielen. Wir brauchen das. Wer tickt hier? Ihr seid verantwortlich, dass wir jetzt auf den Platz folgen. Aber wenn wir den Arsch auf den Platz ich sage euch, ich spiele jeden Scheißabend, wenn ich jeden Alter. Das wollen sie jetzt hier mit dem Spiel gewinnen. Jeder von uns hat das. Finalspiele bedeuten oft mehr als nur den Abschluss einer Saison. Sie markieren auch Endpunkte persönlicher Verbundenheit. So auch heute. Für diese Jungs werden es die letzten 80 gemeinsamen Spielminuten sein. Als Teamkameraden, als Freunde, als Brüder. Mit dem Spielglück im Bunde nimmt der BVB ein 1:1 mit in die Kabine. Zeit für Korrekturen. Trainer und Spieler zusammen. Das Problem ist halt, wenn die Jungs vor beide so stehen. Und sagen wir mal, der Sechser, der steht meistens immer so auf Yusufs Seite. Ja. Und dann bin ich erstmal drin. Aber wenn ich rüber spiele, muss ich ja rausgehen. Genau. Und dann kommt Yusuf rein, aber dann der bleibt extrem hier auf der Seite. Ja, aber was müssen wir machen? Wer muss da hin? Ja, Yusuf hat ihn doch. Und da muss man deswegen, ja, das mit denen offen. Ja, aber dann spielen die mal hier oben. Ja, aber wie soll er jetzt da rausspielen? Wie soll er das machen? Und offensiv müssen wir tiefe Läufe. Nur darüber geht es, das ist das Schwerste zu verteidigen. Wir müssen die Bälle bekommen, da müssen wir komplett nachschieben mit zwei Bällen. Laufarbeit. Heute geht's nur mal laufen. Komm! Nach der erneuten Führung muss das Team wieder einen Rückschlag verarbeiten. In der Schlussphase ist dieses Endspiel an Dramatik kaum zu überbieten. Jetzt gilt es, Charakter zu beweisen. Die Mannschaft hat mir so viel Kraft halt so gegeben. Die haben mich immer so gepusht.
Ich war nicht so richtig im Spiel und die haben mich aber richtig so gepusht, dass ich so auf mich glauben soll und ich werde so das Siegtreffer so schießen. Das war einfach Wahnsinn, dass ich das so geschossen habe. Das war einfach ein geiles Gefühl. Gestern war es noch der große Traum. An morgen denkt aktuell niemand. Es zählt nur heute, im Hier und Jetzt leben. Und das heißt Deutscher Meister Borussia Dortmund. Unbeschreiblich, also stolz auf jeden Fall, glücklich, alle schönen Gefühle einfach, ist unglaublich einfach. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Einfach, wow, einfach. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert ist. Besser kann man nicht fühlen, besser kann das nicht. Aber diese Mannschaft ist eine Familie geworden. Und, ich bin blij, dass ich hier bin und das Gefühl ist so geil, nicht normal. Ja. Speechless. Am Ende geht es im Fußball um Titel und um Spiele gewinnen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich auch einen Teil dazu beitragen konnte. Mein erster Titel in meinem ersten Jahr oder in meinem ersten kompletten Jahr als Cheftrainer ist natürlich top. Dass ich das vielleicht nicht ganz so schlecht mache, irgendwie die Jungs darauf einzustellen und zu entwickeln. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite es ist jetzt nicht so, dass mich jetzt diese Titel erfüllen, sondern eher die Arbeit mit den Jungs. Und wenn man das natürlich noch damit krönen kann, umso mehr. Aber ja doch, am Ende ist es schon cool, Deutscher Meister zu sein.